Hallo Freunde, herzlich willkommen zu meinem Jahresabschlussvideo 2023. In diesem Video möchte ich euch meine Highlights vorstellen. Die Highlights, die ich dieses Jahr in meine Sammlung integrieren konnte. Genauso möchte ich euch einen Ausblick geben, was so meine Such-Highlights für 2024 sind, die ich unbedingt nächstes Jahr finden möchte. Ja Leute, das erste, was euch wahrscheinlich auffällt, ist, ich habe eine andere Position. Ja, der Hintergrund ist derselbe, der gleiche, aber ich sitze nicht mehr auf meiner Couch. Ich habe die Couch aus dem Zimmer entsorgt, sondern ich stehe jetzt für euch. Ich habe mich für euch hingestellt. Damit bin ich ein bisschen flexibler, was die Bewegung angeht, und ich sitze nicht mehr so starr quasi auf der Couch. Zum anderen hat die Couch hier wirklich im Zimmer doch einiges blockiert, sage ich mal. Ja, das Zimmer ist nicht ganz so groß und ich brauche wirklich jeden Zentimeter, jeden Millimeter für meine Sammlung. Deswegen auch die Entscheidung Couch raus. Ich stehe in Zukunft für euch. Könnt ihr mal sagen, wie euch das gefällt, wie ihr das findet, diese neue Position nenne ich mal. Ja, und wie gesagt, im Vorspann schon erwähnt, in diesem Video möchte ich euch Highlights vorstellen, die ich dieses Jahr in meine Sammlung integrieren konnte. Und ich habe lange überlegt, was wirklich die Top-Highlights sind für mich persönlich. Das muss nicht irgendwie was Teures gewesen sein. Das kann auch was sein, wonach ich schon lange gesucht habe, was ich vielleicht in der Kindheit hatte und unbedingt wieder in die Sammlung reinhaben wollte. Und ich habe ein paar Sachen jetzt zusammengesucht. Ich hätte so viel mit reinpacken können, aber ich habe es jetzt beschränkt und möchte euch jetzt ein paar schöne Sachen vorstellen. Zwei davon habe ich, oder ja, fast drei davon habe ich erst kürzlich bekommen. Es werden 5 Sachen sein, die ich vorstelle. Und anfangen möchte ich mit einem Teil, was ich in einer Facebook-Gruppe bekommen habe, zu einem richtig, richtig tollen Preis. Und zwar habe ich der weiße Hai. Der weiße Hai, das Playset aus den 70er Jahren in Box bekommen. Ja, das Ganze ist noch, ist nicht mehr original verpackt, das heißt, war natürlich schon auf und wurde bespielt. Der Hai ist aber in einem Mint-Zustand, das komplette Zubehör ist dabei, die Anleitung ist dabei. Ja. Und diesen Hai hatte ich schon, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier unten ist, guck mal, wie schön das ist, wenn ich jetzt hier so mich bewegen kann. Hier unten im Regal, wenn man den sieht, den habe ich schon damals mal auf dem Flohmarkt für 1 Euro oder sowas gefunden. Ist ein bisschen vergilbt, der hier ist in einem Top-Zustand, wie gesagt, mit Box. Den hatten wir früher gehabt. Früher in der Kindheit habe ich damit gespielt. Meine Brüder hatten den. Dann ist er irgendwann auf den Müll gewandert oder verschenkt worden, was auch immer. Ist von der Firma Ideal. Ja, früher war das ja, glaube ich, in Deutschland, wurde der unter Axon vertrieben. Ich weiß nicht, ob das der deutsche Ableger von Ideal war. Das ist jetzt die US- oder die englischsprachige Verpackung, nenne ich es mal. Ja, mal gucken, wie das mit der Kamera hier funktioniert, jetzt wo ich stehe. Könnt ihr wieder gerne mal sagen. Also das war ein absolutes Highlight, den in Box zu bekommen, das Angebot zu bekommen, und zugeschlagen habe ich da sofort. Ja, ich finde es total klasse und das ist eines meiner absoluten Highlights 2023. Ein weiteres Highlight 2023 aus der gleichen Facebook-Gruppe, ja, etwas aus den 90er Jahren. Die meinen Kanal natürlich verfolgen, wissen natürlich, dass ich die letzte Zeit eine große Liebe für 90er Jahre Toylines entwickelt habe, für 90er Jahre Toylines, die auf Filmen basieren. Und da habe ich auch etwas bekommen. Und zwar habe ich aus dem Robin Hood Kevin Costner Film König der Diebe, Prince of Thieves, habe ich den Battle Wagon bekommen in Box und noch MISP nennt man es, glaube ich. Mint in Sealed Box, das heißt, der war noch nie ausgepackt, der ist noch original verpackt. Ich hoffe, man kann es hier auf dem Bild, auf den Bildern sehen. Ja, der ist noch original verpackt. Das Einzige, was ist, der hat, hier sieht man es, der Klebestreifen vom Hersteller original, der ist halt einfach ausgetrocknet hier oben, der ist ab. Ja, die anderen sind noch zu. Ja, und es freut mich so sehr, diesen Battle Wagon in die Sammlung bekommen zu haben, noch original verpackt. Somit nähert sich die Komplettierung meiner Robin Hood Toyline von Kenner, war der damals, 91 ist der rausgekommen, einem Fullset, einem Komplettset. Da möchte ich jetzt
kurz später nochmal in dem Video drauf eingehen. Also auch hier der Battlewagon, wer ihm bekannt vorkommen sollte, der kennt ihn natürlich von den Ewoks. Da gab es diesen Wagen ja auch in der Power of the Force Line Ende der oder Mitte der 80er Jahre, und der wurde halt nochmal verwurstet für die Robin Hood Toyline. Ein richtig, richtig schönes Teil, ein richtiger Karton, ein richtiger Brocken hier, und es freut mich so sehr, auch diesen jetzt in meiner Sammlung haben zu können. Ja Leute, das ein oder andere Teil werdet ihr noch nicht auf meinem Kanal gesehen haben. Es kam in letzter Zeit so viel rein, dass ich mit dem Videoproduzieren gar nicht nachgekommen bin. Das wird natürlich im neuen Jahr natürlich nachgeholt. Also die Sachen seht ihr 2024 alle nochmal im Detail. Genauso möchte ich mich auch auf verschiedene Toylines fokussieren und somit halt ein Video nur über diese eine Toyline machen. Es kommen natürlich Update-Videos, wo ich kunterbunt alles zeige, was ich gefunden habe, speziell wenn es wieder auf Conventions geht, speziell wenn es wieder auf Flohmärkte geht. Ja, da zeige ich euch dann alles, was ich da gefunden habe. Und apropos Convention, ich war dieses Jahr ja auf der ersten Toyplosion. Ja, das brauche ich nicht zu erwähnen, dass das meine Highlight-Convention, meine Highlight-Veranstaltung des Jahres war. Das war einfach wahnsinnig genial. Auch dazu habe ich natürlich schon ein Video gemacht. Und da habe ich von den Jungs von Steinedorf, Grüße an euch, was ganz Tolles bekommen. Das habt ihr schon in meinem Toyplosion-Video gesehen. Aber es ist definitiv mit das Highlight 2023. Denn ich habe etwas zu meinem Lieblings-80er Jahre Action-Schauspieler zusammen mit Arnold Schwarzenegger natürlich von Sylvester Stallone bekommen, und zwar ist das diese gigantische Over-the-Top-Figur von Lincoln Hawk von der Firma Lefko oder Lico aus den USA, gab es in Deutschland auch nicht. Der ganze, beziehungsweise der gute war ja auch schon mal ausgepackt, ja, aber nichtsdestotrotz so noch nie gesehen vorher. Also richtig, richtig klasse. Der müsste von 85, glaube ich, sein. Ja, und was mir aufgefallen ist, wo ich das Video schon abgedreht hatte über die Figur, wie ich sie vorgestellt habe, man sieht es hier, da steht Sylvester Stallone as Lincoln Hawks. Lincoln Hawks wird er hier genannt auf der Karte oder auf der Box, aber der Gute heißt in dem Film Lincoln Hawk. Ohne S am Ende. Das steht auch im Abspann so, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Der heißt wirklich Lincoln Hawk und hier wird er mit S am Ende genannt, Lincoln Hawks. Genauso auf der Rückseite hier steht auch nochmal Hawks. Also das haben sie auf dem Karton falsch geschrieben, finde ich sehr witzig. Ja, wie gesagt, der hier ein absolutes Highlight 2023. Ja Leute, und wir bleiben bei Steinedorf, wir bleiben bei Sylvester Stallone. Und wir bleiben bei 80er Jahre Toys, denn ich habe von den Jungs noch was ganz, ganz Tolles bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Auch das habt ihr noch nicht in meinen Videos gesehen. Da gibt es ein Special-Video zu. Nichtsdestotrotz möchte ich das in diesem Jahresend-Highlight-Video unbedingt erwähnen, denn das hat es sowas von verdient. Ich habe bekommen Rocky-Figuren, ja, von der Firma Pack Phoenix Toys aus dem Jahr 1983. Ja, zu dem Film Rocky 3, Eye of the Tiger, das Auge des Tigers, finde ich genial. Ja, also ich kann es gar nicht anders da sagen. Sylvester Stallone, Lieblingsschauspieler der 80er, Rocky 3 und Rocky 4, Lieblingsfilme der 80er. Und diese Figuren, die ich auch vorher noch nie gesehen habe, die bekommt man auch nur in den USA oder im englischsprachigen Raum, nenne ich es mal. Und dann sind die wirklich preislich jenseits von Gut und Böse. Ich habe einen richtig tollen Deal mit Steinedorf gemacht. Jungs, vielen lieben Dank dafür und nenne diesen Rocky jetzt mein eigen. Ich gehe da jetzt ja nicht ganz so nah drauf ein. Das möchte ich alles in einem Special-Video machen. Deswegen zeige ich ihn nur noch mal kurz in die Kamera hier. Rocky Balboa, Sylvester Stallone als Rocky. Und als zweite Figur habe ich Rocky 3, Auge des Tigers. Wer ist der Gegenspieler? Mr. T alias Clubber-Lang. Und hier gibt es Clubber-Lang auch in der gleichen Serie, ja, aus dieser Rocky-Action-Figuren-Serie zum dritten Teil 1983, ja, von Pack bzw. Phoenix Toys. Ja, die Karte ist nicht mehr in einem ganz tollen Zustand. Es hat einen kompletten Crack hier rüber, der Fuß liegt frei. Also ist sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem war die Figur noch nie von der Karte runter und das wird auch so bleiben. Ja, also wie gesagt, Mr. T in einem schönen, ja, nicht mehr schönen Zustand, aber trotzdem eine Ergänzung für meine Sammlung und ich muss sagen, ein absolutes Highlight 2023. Vielen Dank an Steinedorf.
Ja Leute, und jetzt komme ich zum nächsten oder finalen Highlight, bevor ich dann auf den Ausblick 2024 gehe, was ich da wirklich, wo ich einen Fokus drauf legen möchte, unter anderem. Ja, und ihr seht das Ganze schon im Hintergrund. Ja, ich habe auch noch nicht in meinen Videos gezeigt, ich habe hier den Kenner von der Firma Kenner, 6 Million Dollar Mann, Lee Majors als 6 Millionen Dollar Mann. Ja, den habe ich auch bekommen, auch schon ein Momentchen in meiner Sammlung. Ich habe den schon hier hinten, wie gesagt, hingestellt, aber noch kein Video drüber gemacht. Ja, in einem kompletten Zustand. Also er hat wirklich die Kleidung dabei, er hat die Schuhe dabei, er hat sogar die Socken an, wenn man das sehen kann. Also richtig toll. Die Figur funktioniert. Ja, die Figur ist in einem wunderschönen Zustand. Und was ihr noch hier hinten seht, das gab es separat. Also ich habe die Figur separat bekommen. Und hier unten ist dieses Repair Transport Center, diese Station, wo die Figur reingelegt werden kann und sich dann wieder, ja, reparieren lässt, sage ich mal. Ja, auch dieses Teil habe ich neu in der Sammlung, ist zu 99% komplett. Es war aber vollkommen okay. Auch das sieht man in Deutschland relativ selten. Und dieser 6 Millionen Dollar Mann hier ist ein absolutes Highlight 2023. Ja Leute, das war ein Kurzzusammenriss der Highlights 2023. Wie gesagt, ich könnte da jetzt noch 30, 40, 50 andere Sachen nehmen. Ja, aber ich habe mir diese rausgepickt, weil die mich ganz besonders gefreut haben. Und ich mache es ganz kurz. Veranstaltung 2023, mein Highlight, die Toyplosion. Ja, die Toyplosion 2 findet ja nächstes Jahr statt. Wenn ihr noch keine Karten habt, auf jeden Fall Karten besorgen. Die wird ganz schnell oder wahrscheinlich auch wieder ausverkauft sein, wie es die erste auch war. Auch wenn sie diesmal auf 2 Tage verteilt läuft. Aber wie gesagt, das ist kurz und knapp mein Highlight des Jahres an Conventions, Toyplosion. Ausblick 2024. Ja, was ich machen möchte, ich möchte diverse Toylines komplettieren. Ja, das geht relativ einfach bei den 90er Jahre Toylines. Ich möchte auf jeden Fall, Robin Hood von Kenner komplett bekommen. Was mir da noch fehlt als einziges ist der Sherwood Forest. Das Sherwood Forest Playset, das ja auch, wie gesagt, bei den, wie der Battle Wagon auch, den ich gezeigt habe, bei den Ewoks, bei Star Wars war es ja Endor, das Playset von den Ewoks, das Baumhaus. Und das wurde auch wieder verwurstet für die Robin Hood Toyline. Und den Sherwood Forest möchte ich gerne in Originalverpackung haben, so wie ich alles andere von Robin Hood auch in OVP habe. Ich weiß, das wird nicht günstig. Wenn man auf eBay guckt, dann geht der so für, ich weiß nicht, 400, 500, 600 Euro weg. Ja, ich hoffe, dass ich den irgendwo mal für einen Schnapper finde und ergänzen kann. Das möchte ich, genauso wie ich für die Waterworld Toyline, die ich auch fast komplett habe, bis auf dem Mariner, bis auf Kevin Costners Schiff. Das suche ich auch noch, das möchte ich auch haben. Das liegt allerdings auch so, ich sag mal so bei 80 bis 100 Euro, sage ich mal, wenn man es in den USA bestellt. Original verpackt natürlich. Und da kommen halt nochmal 50, 60, 70 Euro Versand plus Zoll und Einfuhr drauf. Das war mir bisher auch noch nicht. Ich habe bisher auch noch nicht da diesen Schnapper gehabt, dass ich sage, das möchte ich jetzt haben. Also da halte ich auch Ausschau in 2024, dass ich dann auch die Waterworld Toyline komplett habe. Genauso gut, ich habe es mir hier aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse. Ich hatte zuletzt von Rambo, von der Force of Freedom Reihe, von Coleco auch Figuren bekommen. Diese Rambo-Serie möchte ich auch, ja, weiterführen. Da möchte ich auch Sachen finden. Das ist nicht ganz so einfach. Die Figuren sind auch sehr teuer, wenn man sie auch original verpackt haben möchte. Da halte ich auch Ausschau. Da möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr einen weiteren Step nach vorne zu einem Fullset machen. Genauso was den Hersteller Mego angeht. Mego hat ja jetzt vor kurzem, vor einiger Zeit wieder neue Figuren rausgebracht. Das sind diese großen Figuren. Ich habe jetzt gerade keine da. Doch, ich habe eine da. Was rede ich denn da? Guck mal hier, wie geil das ist, wenn ich mich hier einfach so umdrehen kann. Das hier sind die Mego-Figuren. Ja, und in der Größe. Und da möchte ich gerne mehr von haben. Ich finde Mego richtig toll. Wie gesagt, die haben jetzt vor kurzem wieder neue Figuren aufgelegt. Natürlich möchte ich die 70er Jahre Figuren von denen haben. Ja, die Star Trek Figuren hier, da habe ich mittlerweile den Klingonen und Mr. Spock habe ich. Von 1974 sind die. Da möchte ich natürlich noch weiter sammeln. Und am liebsten noch ein Fullset haben mit diesen, die noch übrig sind.
Genauso weitere Mego-Figuren. Ich liebe Mego einfach, das ist mir so ans Herz gewachsen. Hier habe ich zum Beispiel noch, habe ich auch in einem der letzten Videos erwähnt, noch den Duke of the Hazard, den Bo Duke müsste das sein, genau, der Bo. Ja, diese Mego-Figuren sind einfach toll, wie detailreich, mit echtem Stoff und so weiter, mit richtigen Klamotten. Finde ich richtig, richtig toll. Da möchte ich gerne meine Sammlung wirklich erweitern. Genauso, jetzt wird es schwer, 6 Millionen Dollar Mann. Da möchte ich auch gerne die Figuren dazu weiter haben. Da gibt es nicht viele. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr kleine Toyline. Es gibt noch die Bionic Woman, also die 7 Millionen Dollar Frau auf Deutsch. Dann gibt es noch Maskatron, den Gegenspieler von Lee Majors, vom 6 Millionen Dollar Mann. Es gibt natürlich Lee Majors Kumpel, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, während ich hier rede. Und es gibt die Fembot, die Gegenspielerin zur 7 Millionen Dollar Frau. Und es gibt den Sasquatch, den Bigfoot. Ja, der ist richtig, richtig teuer und selten. Das ist eigentlich eine total hässliche Figur, aber die hätte ich gerne, wenn möglich sogar in OVP, aber da legt man halt auch für eine Figur ähnlich Masters of the Universe Preise 400 € aufwärts hin. Nichtsdestotrotz, das ist eine Toyline. Allein von der Größe her finde ich die Wahnsinn und ich stehe einfach auf große Figuren. Das hat es mir irgendwie angetan, was 70er Jahre angeht. Ja, diese meisten sind ja in den 70ern rausgekommen, diese großen. Danach wurden sie ja kleiner, bis in die 90er nur noch so groß hier, wie die Star Wars Figuren. Und da möchte ich auf jeden Fall weiter wachsen, was die Sammlung angeht. Und was ich die letzte Zeit auch lieben gelernt habe, sind wirklich Bootleg-Figuren und Knock-Off-Figuren. Also wirklich nachgemachte Figuren von so ja, Third Party nennt man es bei mir in der Branche, also von Herstellern, die quasi von den Originalen abkupfern, von Mattel, von Hasbro und so weiter und dann wirklich Figuren rausgebracht haben, die ähnlich sind, aber doch nicht gleich, die meistens total schlecht vom Headsculpt sind, wo man halt noch die Narben vom Gießen halt sieht und so weiter, die halt wirklich schlecht ausgearbeitet sind und so. Da gab es ja früher die Galaxy Warriors und wie sie alle hießen, also wirklich 70er, 80er Jahre, Mitte 90er Bootleg- und Knock-Off-Figuren. Auch da möchte ich in meine Sammlung ein paar mit reinpacken. Das nächste Jahr 2024. Also wie ihr schon hört, 2024 ist prall gefüllt. Die Sammlung oder das Sammeln geht bei mir definitiv weiter. Ich möchte weiter an meiner Sammlung arbeiten. Ja, es macht mir riesen Spaß, Figuren, Merchandise und so weiter in die Sammlung zu integrieren, die Sachen anzugucken, die Sachen zu reinigen, wenn es lose Figuren sind. Ja, die schönen Artworks auf den Verpackungen und so weiter. Das macht mir einen Heidenspaß, damit möchte ich nicht aufhören. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich, euch 2024 auch wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Jahresausklang, ein schönes Silvester, bleibt artig. Ja, und ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.